Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian, aka Zyrael von cyraelpiano.de und wir sind jetzt schon im dritten Part unseres Piano-Tutorials zu River Flows in You und auch damit im letzten Part. Ja, letzte Woche im zweiten Part haben wir uns dann jetzt schon näher mit der Melodie beschäftigt und haben im Prinzip schon über die Hälfte des Stückes gelernt und jetzt ist eigentlich nur noch so der Abschluss, das letzte Drittel der Melodie und dann zeige ich euch auch noch, wie man hier und da vielleicht noch so ein paar Variationen einbauen kann, was man da noch hier und da machen kann, um vielleicht dieses Stück noch ein bisschen selber zu improvisieren oder so zu verfeinern. Ne? Genau, ja. Hier oben findet ihr übrigens auch mein Piano-Cover zu diesem Stück, also auch da gerne mal reinschauen. Das ist im Prinzip die Version des Stückes, die ich euch hier zeige. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen kostenlosen Piano-Crashkurs. Also wer da Interesse hat, hier mal näher in die Grundlagen des Klavierspielens reinzuschnuppern, in dem Kurs zeige ich euch, wie ihr innerhalb von 10 Lektionen wirklich das Klavierspielen erlernen könnt. Und auch da ist ein Video enthalten, wo ich euch komplett zeige, wie ihr River Flows in You auf dem Klavier spielen könnt. Da aber ein zusammenhängendes Video. Also gerne mal reinschauen, nicht verpassen. Völlig kostenlos. Würde ich mich sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt hier mal in den Endspurt und gehen direkt in unser Tutorial. So, dann widmen wir uns mal den letzten Part dieses wunderschönen Stückes. Also ich werde dir wieder vorspielen, was wir dann heute zum Abschluss noch uns angucken werden. Vorher zeige ich dir nochmal, wo wir geendet haben. Und zwar war das hier, ja, genau, habe ich ja gesagt, wir enden hier auf dem A und dem E. Okay. Und hier geht es dann weiter, ja. Und hier wird es dann so weitergehen, ne? Also das ist ja dann das, was wir schon hatten. Ne, da fängt dann das Stück im Prinzip, die Melodie fängt dann wieder von vorne an. Das heißt, das einzig Neue ist hier dieses, ja, das ist jetzt das, was wir in diesem Video üben werden und dann hier diesen Abschluss. Okay, wie immer teilen wir es erstmal auf. Ja, bei der linken Hand ändert sich im Prinzip gar nichts. Da geht es genauso weiter, wie wir es immer hatten. Also da wiederholt sich diese Akkordfolge. Ja, wenn du die letzten beiden Videos dir nicht angeschaut hast, ja, bitte nachholen, sonst macht dieses Video hier für dich keinen Sinn. Also wirklich Part 1, Part 2 gucken und dann erst hier einsteigen. Da haben wir schon diese Akkordfolge gelernt, die sich jetzt hier auch wieder wiederholt, ja. Da muss ich jetzt nichts Neues zu sagen, denke ich. Die solltest du soweit schon kennen und drauf haben. Dementsprechend gibt es jetzt hier bei der linken Hand nicht so viel zu sagen. Genau, also linke Hand ist gleich geblieben hier an der Stelle. Da wiederholen wir weiterhin diese Akkorde. Und die rechte Hand ist jetzt das Interessante. Ne, da spielen wir diese Melodie hier. Ja, das Ganze wiederholt sich zweimal. Beziehungsweise, wenn man will, kann man es auch noch öfter wiederholen. Ja, das ist ja wieder jedem selber überlassen, wie er das Stück für sich gestalten möchte. Und das ist so ein bisschen auch das, was man gerade so kennt von River Flows in You. Ne? Also wenn man das Lied kennt, dann kennt man genau diesen Teil hier, weil der ist ja auch wirklich, wirklich sehr, sehr genial von Hiruma geschrieben. Also ist auch mein Lieblingsteil des Stückes. Okay, gehen wir es mal langsam an. Was spielt die rechte Hand? Also, ja, wir enden hier vom Video davor, ne? Enden wir auf dem A und das A ist ja gleichzeitig der Anfang hier dieses Parts. Das heißt, in dem Moment, wo wir hier auf diesem A sind und hier das E anschlagen, fangen wir schon mit der Melodie an, ja?
Nochmal als Überleitung von dem Video davor, ja, vom Part 2. Das ist schon mal das Erste, was man üben kann, ja. Du kannst auch gerne die linke Hand hier schon mal dazu nehmen, um diesen Part hier einfach zu üben. Ja, also hier würde es sich jetzt anbieten, da das mit dem Part davor zu verbinden, also hier nur den Abschluss zu machen. Ja, da reicht ja wirklich diesen Part hier. Das hier einfach zu üben. Also hier fangen wir direkt dann mit dieser Melodie an, ne? Wir spielen A, H, A, As als ersten kleinen Unterabschnitt. Das gerne trainieren. Schlag's auch wirklich hier, das ist ganz wichtig, so an. Also mit Ringfinger, Kleinfinger, ja, Ringfinger und dann Mittelfinger hier auf dem Ass. Grund wieder, wir brauchen hier den Daumen und den Zeigefinger hier links, damit wir hier links an die Töne rankommen, ne? Okay. Also das einfach mal trainieren. Zusammen mit dieser Überleitung, ja. Dann geht's weiter. Und das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen knifflig, ja. Da würde ich dir jetzt empfehlen, wirklich einfach diesen Part hier zu üben, ja. Hier muss man sich jetzt wieder mit dem ganzen Arm wegbewegen. Das haben wir ja hier nach links bewegen. Das haben wir ja hier schon geübt, ja. Auf der linken Hand, auch auf der rechten Hand hatten wir ja schon diese Sprünge. Da wirklich die Hand gut ausstrecken, aber auch nicht verkrampfen. Und dann schlagen wir hier mit dem Zeigefinger sind wir hier auf dem E und mit dem Daumen sind wir hier auf dem A, ne? Alternativ kannst du auch das hier unten weglassen und nur das anschlagen. Das geht auch, das wäre die noch einfachere Variante. Klingt natürlich nicht so schön und ja, passt auch nicht ganz so in diese Geschwindigkeit hier rein. Ne, das würde dann so klingen. Ja. Das wäre die einfache Variante. So wie ich es spiele, ist es dann so, ne? Also ein bisschen anders, da schlagen wir auch die linke Hand ein bisschen langsamer an. Mir gefällt da die zweite Variante deutlich besser, die ich dir hier zeige, aber wenn dir das zu schwer ist, dann nimmst du hier nur das E, ansonsten ja, in diesem Rhythmus, in dieser Geschwindigkeit dann hier unten noch das A mitnehmen. A, A, E, A, 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 E, A. Ja? Okay, wenn du das soweit kannst, dann nimmst du wieder beide Abschnitte zusammen und trainierst die, ja? Ja, am Anfang auch langsam wieder. Ja, ich habe jetzt gleich die Wiederholung mit reingenommen, also das Ganze wiederholt sich dann einmal, ja? Und dann geht es wieder so weiter, genauso wie wir es hatten, ja? Ja, bis hierhin gleich und dann springen wir hier mit dem Daumen
Auf das A, wieder ganz wichtig, hier mit dem Daumen drauf zu springen, ja. Damit wir hier rechts die Hand zur Verfügung haben und hier nach oben gehen zu können. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch hier die richtige Fingerhaltung immer machst, damit du dich hier beim Spielen nicht verhaspelst. Ne? Guck mal, so habe ich sofort alle Tasten wieder im Griff und habe wirklich auf jeder Taste hier einen Finger liegen. Ne? Ja, dann gehen wir zum E hoch, ja. Das wäre auch wieder so ein kleiner Unterabschnitt. Ja, du kannst es auch gerne verbinden. Ja. Hier das üben, diesen Sprung und dann den Abschnitt einfach trainieren, hier hoch zu gehen und dann gehen wir hier wieder runter bis zum Ass, ja? Also E, Cis, H, A, Ass, ja? Auch so, wie ich es hier wieder mit der Fingertechnik mache, dass du hier mit dem Mittelfinger am besten, so mache ich es immer, auf dem Ass bist, dann hast du hier wieder den Daumen zur Verfügung, der hier nach links kann und Ringfinger, kleiner Finger, die sich nach rechts bewegen können und so hast du hier also eine gute Handhabe, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Part nochmal wiederholst. Ne? Jetzt wiederholt sich ja der Part nochmal in der Regel. Ne? Ja, da geht es ja nochmal von vorne los und dann geht es hier wieder runter. Also das Ganze wiederholt sich dann nochmal komplett. Ne? Und ja, und dann geht es hier wieder von vorne los. Ja, also wir spielen hier wieder dann A und Cis und dann geht der Part wieder von vorne los, den du schon kennst. Okay, das ist also die rechte Hand, gar nicht so einfach für den Anfang, ja, wenn man es noch nie gemacht hat. Teil dir das in die kleinen Abschnitte ein, spul nochmal das Video zurück, guck dir die einzelnen Parts nochmal an, wiederhole diese, ja, ganz, ganz oft. Und erst wenn du jetzt hier rechte Hand super spielen kannst, die linke Hand kannst du bestimmt sowieso inzwischen spielen, weil das ist ja immer dasselbe hier. Jetzt kannst du dann wieder probieren, beide Hände zusammenzunehmen. Ich spiele es dir einmal wieder langsam vor, ja? Okay. Wieder ein bisschen tricky, ja, aber es ist einfach wichtig, dass du dich hier nicht aus dem Rhythmus bringen lässt, sondern wirklich strikt hier die linke Hand so spielst, wie du es geübt hast und mit der rechten Hand die Melodie. Und dass du das dann einfach ganz, ganz langsam übst, ja? Also wir fangen mit dem ersten kleinen Part an. Ja? Wenn wir hier das A anschlagen, dann beginnt die linke Hand zu spielen, ne? Ja? Das wäre jetzt hier so der erste Abschnitt. Teile dir das wirklich in so eine kleinen Abschnitte ein, damit du hier ohne Probleme üben kannst, linke und rechte Hand zusammenzuspielen. Du kannst es wirklich ganz, ganz langsam am Anfang, ja? Okay? Dann würde es weitergehen. Ne? Also im Prinzip immer, wir spielen die rechte Hand alleine und wenn wir jetzt hier das A wieder anschlagen, spielt hier die linke Hand mit, ja? Dann springen wir hier rüber mit der rechten Hand, ne? Springen wir hier zum A nach unten. Dann schlagen wir hier das E und hier das Cis zusammen an, wie das A hier unten. Und wenn wir hier wieder hoch zum A gehen, dann schlagen wir hier das A und das Fis zusammen an. Das Ganze dann wiederholt sich natürlich nochmal, ja. Und auch wieder hier, wir schlagen das A an und schlagen hier das D an. Zusammen wieder, wenn wir hier beim E anschlagen, hier das A wieder.
rechts wieder alleine und hier wieder A und E zusammen. Ja? Dann geht's weiter. Wir schlagen das A wieder mit dem A hier zusammen an, hier unten. Und dann spielt jetzt die linke Hand immer bei jedem zweiten Ton der rechten Hand mit, ne? Also rechte Hand alleine, zusammen, rechte Hand alleine, zusammen, rechte Hand alleine, alleine, alleine und dann zusammen. Und die linke Hand alleine. Ja? Noch einmal wiederhole ich es für dich. Also das spielen dann im Prinzip beide Hände zusammen. Okay. Ja, und dann geht's wieder von vorne los, ne? Wenn du das jetzt soweit drauf hast, hier auch linke und rechte Hand zusammenspielen kannst, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du jetzt im Prinzip in Endlosschleife, also River Flows in You spielen, ne? Also du kannst dann immer weiter spielen. Ja, und dann wirst du irgendwann hier immer wieder ankommen. Ja, man kommt dann immer wieder an den Part und dann kann man wieder. Und hier schon der erste Hinweis, also was du so machen kannst, wenn du sagst, okay, jetzt spiele ich das mal ein bisschen weiter, dann kannst du hier unten zum Beispiel eine Oktave tiefer spielen. Dann kannst du sagen, okay, ich bleibe aber mit der linken Hand jetzt hier mal weiter oben, ja. Dann kommst du jetzt natürlich schon sehr nah aneinander, aber klingt auch sehr schön. Ja, also es wäre schon mal eine Möglichkeit hier zu variieren, dass du sagst, okay, du springst mal mit der Oktave nach unten oder du springst mal mit der Oktave nach oben, das geht natürlich auch. Klingt ja auch schön, ja. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Ja, also einfach in den Oktaven sich zu bewegen, um das Stück hier noch zu verfeinern. Du kannst, wenn du an dieser Stelle hier bist, dann kannst du jetzt einfach mal hier hochspringen. Kannst sagen, okay, jetzt wiederhole ich das hier nochmal, aber eine Oktave höher. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber wenn wir das nochmal wiederholen, fangen wir immer hier das A an zu spielen wieder. Wenn wir hier auf dem E landen mit der linken Hand, ne, dann spielt im Prinzip schon, wenn ich jetzt hier bin, und dann können wir jetzt auch hier sowas hier machen, ne? Was ist noch möglich? Du kannst sagen, du schlägst es in einem anderen Rhythmus an. Also du kannst sagen, ich schlage zum Beispiel hier. Ja, nicht, dass du es immer so einzeln schlägst mit diesem dö, 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 sondern du kannst auch sagen, kannst auch so anschlagen, dass du wirklich hier das nur ganz kurz anschlägst. Oder schlägst es hier doppelt an. Das sind jetzt so diese ganzen Feinheiten, die man noch einbauen kann, ne? Du kannst wirklich sagen, okay, ich schlag's mal so an. Also hier kannst du variieren, du kannst es also hier nochmal einen eigenen Rhythmus überlegen, kannst den Rhythmus mit der rechten Hand ändern. Du kannst immer mal sowas hier machen, ja. Du kannst hier also so eine Voranschläge machen, ja. Oder du kannst auch Folgendes probieren, wenn wir an der Stelle hier sind. Also da kann man auch hier zum Beispiel so ein paar kleine Spielereien einfach noch einbauen, ja, und kann so ein bisschen die Pausen füllen oder kann so ein bisschen das Stück noch damit füllen. Also es wären so ein paar Kleinigkeiten, die man hier noch
noch machen kann, ja. Man kann zum Beispiel auch hier unten noch das mit anschlagen am Anfang, ja. Das wäre auch noch so eine kleine Variation, die ich gerne mit einbaue. Also wenn wir jetzt hier sind, kann man erstmal hier nicht nur den einzelnen Ton des Hs anspielen, sondern kann hier das Ass auch mit anschlagen, ja. Also nicht, sondern kann das hier sozusagen schon so eine Art kleinen Akkord anschlagen. Kannst auch den ganzen Akkord anschlagen, ja. Das heißt, du kannst auch immer in der Musik natürlich nicht nur den einzelnen Ton, sondern auch in der rechten Hand hier einen Akkord anschlagen. Obwohl mir das zu voll klingen würde, also würde ich hier das so anschlagen. So, und hier spiele ich zum Beispiel mal das E mit. Ja, das ist auch eine kleine Variation. Das wäre jetzt nicht einfach nur hier das A und das H anschlagen, sondern hier einfach mal das E noch mitnehmen. Ja? Ja, okay. Also du kannst dann auch immer hier noch einen Ton mit vorspielen. Probier da einfach mal aus, wie das Ganze so klingt. Also da einfach manchmal einen Ton mit vorher anzuschlagen und auszuprobieren, wie das so klingt. Ja, also du siehst, man kann hier eine ganze Menge Kleinigkeiten noch bei dem Stück machen. Man kann hier eine ganze Menge Variationen noch einbauen. Also deswegen ist das Stück auch so beliebt bei Pianisten, weil man wirklich hier viel Spielraum hat, seine eigenen Variationen noch rauszumachen, seine eigene Improvisation draus zu machen. Also es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Damit will ich es aber erstmal belassen, auch um dich hier nicht zu erschlagen. Es soll ja auch ein Anfänger-Tutorial bleiben. Es geht ja auch dir in erster Linie erstmal darum, wirklich dieses Stück auswendig erstmal spielen zu können, so die Melodie spielen zu können und dann natürlich, wenn du es soweit kannst, dann kannst du gerne hier dich mal ein bisschen ausprobieren und auch improvisieren oder diese Variation mit einbauen. Ja, dann zeige ich dir mal noch, wie man das Stück dann zum Beispiel beenden kann. Also wenn man jetzt eine Weile gespielt hat, ja, hast jetzt eine Weile gespielt und sagst, okay, jetzt wirst du langsam zum Ende kommen, dann kann man das vor allem so machen, ja, an der Stelle hier. Ja, das ist jetzt der Part und dann würde man ja jetzt vielleicht hier neu anfangen, aber stattdessen kannst du dann zum Beispiel hier das Fis anschlagen, das E anschlagen und dann spielst du Fis-Moll hier im Akkord mit beiden Händen. Schlägst erst nacheinander an und dann zusammen. Ne? Das finde ich ist ein schöner Abschluss, ja, ein ruhiger. Also Fis, Cis, Fis, A, Cis, Fis. Oder hier unten, ja. Das ist ja egal. Das ist Geschmackssache, ob du es hier unten spielst. Du kannst auch meinetwegen dann erst hier unten. Oh, Entschuldigung. Und dann hier wieder runter. Also wie du möchtest, ne? Aber das ist jetzt hier, ich mache es immer so, ja. Ich ende dann etwa so, ne? Aber das ist jetzt nur eine Empfehlung. So kann man das dann schön auf Fis-Moll beenden. Dann war es das soweit. Also jetzt kannst du im Prinzip hier hoffentlich, wenn du dir alles angeguckt hast, alle 3 Parts verinnerlicht hast, kannst du jetzt hoffentlich River Flows in You spielen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ja, du mit meiner Hilfe hier dieses Stück lernen konntest. Du kannst ja gerne mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ich dir helfen konnte hier dabei, dieses Stück zu spielen, ob du etwas lernen konntest dabei. Vielleicht auch so deine Schwierigkeiten, deine Hindernisse einfach mal reinschreiben. Vielleicht kann ich dir auch weiterhelfen. Vielleicht auch Anregungen, was ich hätte besser erklären können oder was ich in Zukunft besser erklären kann. Ja, dann hoffe ich, dass du nicht nur dich selber, sondern auch andere mit diesem Stück begeistern kannst. Also, dass du anderen vielleicht mal hier
River Flows in You vorspielen kannst auf dem Piano, auf dem Keyboard. Auch neben dem Stück sehr, sehr viel gelernt hast, ja, über das Spielen der Akkorde und auch vielleicht einiges an Gefühl dazu gewonnen hast hier beim Klavierspielen. Also ich finde, wenn man so ein Stück lernt, dann hilft es auch sehr dabei, hier wirklich ein Gefühl fürs Klavierspielen nochmal zu entwickeln. Also nicht nur, dass man dann ein Klavierstück spielen kann, sondern auch, dass man hier wirklich auch dann spielerisch das Klavierspielen nochmal lernen kann. Dafür finde ich sowas auch immer klasse. Ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, die 3 Parts haben dir gefallen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in einem zukünftigen Video sehen würden wieder. Falls du noch an mehr Content von mir interessiert bist, dann check mal unten den Link in der Videobeschreibung. Da findest du nicht nur meinen kostenlosen Piano-Crashkurs, sondern auch meinen generellen Piano-Anfängerkurs, wo ich dir wirklich dann in umfangreichen Lektionen das Klavierspielen beibringe. Das Klavierspielen auch ohne Noten, ja, frei am Klavierspielen. Und du findest natürlich dann auch meine Internetseite, da kannst du dich mal umschauen, wenn dich das interessiert. Ja, schau gerne mal vorbei, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin am Klavier. Es ist ein wunderschönes Instrument, also es lohnt sich hier immer dran zu bleiben und Neues zu lernen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin.